Ich glaube nicht, dass ich dieselbe bin, weil einfach sehr, sehr viel passiert ist in der kurzen Zeit. Vorher ist nie das Wort so Krebs benutzt worden, bis Mama dann gesagt hat, Marla hat Krebs. Dann wird irgendwie ins Gesicht geschrien, dass nur weil man sich irgendwie heute gesund fühlt, dass morgen nicht mehr so sein muss. We need some coffin kick before the training. Then I can. Yeah, boom. Letztes Jahr, wo wir auch in Spanien waren, war ein bisschen anders, weil wir sind damals die Vorbereitung gestartet nach dem so Dezember, der ziemlich schwer für uns war. War auf jeden Fall nicht optimal. Jetzt ist es auf jeden Fall ganz anders. Wir sind schon durch in Champions League, Bundesliga haben wir auf jeden Fall die bessere Position als in den vergangenen 2 Jahren. I think we have showed better stability this year than we did last year. We deal with people and sometimes you have a day off like we all have. And this we need to get better at and get that stability through a game. We have parts of the games where we drop. And we had that in Freiburg, especially for 45 minutes, and maybe some parts of other games we were not performing at our level, and this is something that we need to be working on. Und ich glaube, wir sind auch als Mannschaft einfach auch irgendwie zusammengewachsen. Weil es ist echt schon ein paar Spieler, die über jetzt 4, 5, 6 Jahren hier sind. Und dann ist es, ich glaube, auch leichter, die neuen Spielerinnen, die dazukommen, irgendwie zu einer Mannschaft zu nehmen. Wir haben das Gefühl, wir sind als Team an einem guten Platz. Von daher, glaube ich, ist immer wichtig, dass so ein Team einfach lebt und dass was passiert, dass man nicht in so einen Trott kommt. Deswegen ist auch immer wieder wichtig, nochmal Zeit miteinander zu verbringen, auch so ein Trainingslager, mal ein bisschen aufeinander zu hocken. Ist, glaube ich, immer gut und schafft Zusammenhalt und Verständnis und alle haben Lust, was zu tun, aber keine Krisenstimmung. Man merkt einfach, wie anders wir sind. To be honest, I think last year in the training camp it changed the mood a little bit because it was not that good mood when we went to the winter break last year. This year has been better, so I think that the mood all over was better going into the camp. Ich glaube, dieses Teamgefühl hatte ich bis jetzt noch nie so stark gespürt. Es ist echt nicht selbstverständlich und es gibt nicht so viele Vereine, wo man sich so wohl fühlt. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr getan? Was hast du vergessen? Ich gar nicht. Was hast du vergessen? Was würde ich denn bei euch im Ah, Sommer das für vergessen? Sie. Aber heute haben wir keine Zweikämpfer. Ah, doch. Ich bin Epping Elbes. 208. Oh, Entschuldigung. Die Luft treten so schon raus. Passt.
Wo ich hierher gekommen bin, war ich 22 Jahre alt. Jetzt bin ich ein bisschen älter als 30. Und ich glaube, es ist schon, ja, es ist eine krasse Lebensphase hier. Aber voll viele wissen nicht, was alles da hinten steckt. Ich glaube, dass es niemandem gut tut, mit allem in der Öffentlichkeit zu stehen. Und trotzdem tut diese Unwissenheit, die ja dann auch geäußert wird, auch manchmal weh. Und man möchte am liebsten rausschreien und sagen, aber schaut doch mal, was wir hier jeden Tag machen. Und die Arbeit, die reingesteckt wird, die Trainingsstunden auf dem Platz, im Kraftraum, das, was die Leute nebenbei alles machen. Sich um seine Glückshormone zu kümmern, ist alles einfach ein Teil davon. Und manchmal hat man nie das Gefühl, dass der Arbeitstag endet. Und das wird, glaube ich, nicht gesehen. Ich kann nicht einfach 700 Kilometer nach Hause fahren, weil vielleicht meine Oma 80 wird. Und das würde man wahrscheinlich sonst aber irgendwie schaffen und sich diesen Tag freischaufeln. Und das geht bei uns nicht. Und ich finde, das kann schon manchmal belastend sein und wehtun. Morgen. Ja, har du? Dann haben wir's. There was blueberries yesterday, so no blueberries today. No, sad times. Do you want to say something to the mic? Yeah. You can be extremely nice to me in Georgia now and then it's on video. No. No. Always nice. At the moment we are doing it really, really good. And now we need to go out and enjoy playing a game. Every time we put on a jersey, we want to show ourselves, we want to perform, we want to be who we are. Enjoy. Ja, weil der wird nass werden. We need to move, hey! There's also space on the outside, especially on the right side. A lot of space. We need to use it. Use the space. Ja. 7 goals is always good, and yeah, that's it, and that's fine. Now you have 2 days off when we come back. Well done today. Then we go again on Sunday. Well done, good catch. Good! Like a banana! Ich glaube nicht, dass ich dieselbe bin, weil einfach sehr, sehr viel passiert ist in der kurzen Zeit. Einem wird irgendwie ins Gesicht geschrien, dass halt, ja, dass nur weil man sich irgendwie heute gesund fühlt, das morgen nicht mehr so sein muss. Ich habe das ja dann im Alltag gemerkt, ich hatte ein bisschen Blut im Mund und daraufhin konnten wir überhaupt erst mal finden, dass ich einen Tumor in der Mandel habe.
Und ich glaube, das macht was mit einem, es macht was mit dem Umfeld, es macht was mit einer Gruppe, wenn man da gemeinsam durchgeht. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass es einfach noch Zeit braucht, bis es ankommt, bis es verarbeitet ist. Mir passiert es manchmal, dass ich komplett vergesse, einfach, oh krass, was sie hat in den letzten 3, 4 Monaten erlebt. Ich glaube, Marla ist ganz simpel und die ganze Familie ist einfach so bodenständig normal und dann merkt man es auch bei Marla auch. Ich fand auch die Bilder, aber Papa macht halt wirklich Selfies, wie Papa Selfies macht. Und eins von links. Und beide von unten. Beide von unten, es sieht beides nicht gut aus. Ich glaube, er weiß halt nicht, dass diese Bilder für die nächsten 40 Jahre auf unseren Handys gespeichert sind und immer wieder rauskommen werden. Oh. Weißt du noch, irgendwann ein Telefonat saßen wir bei dir und da hast du mit der Laufbahnberaterin geredet. Ja. Und sie hat ernsthaft gefragt, ob du einfach jetzt so durch die Zeit mit Krankenhaus und so, ob du jetzt vielleicht Zeit hast, mal ein bisschen mit der Uni dich zu beschäftigen. Ja, stimmt. Manchmal ist es nicht so durchsichtig für andere Leute, wann man Uni am besten macht und wann nicht. Ja, vor allem auch, was möglicherweise für eine Belastung vorhanden ist. Also Der vom Olympiastützpunkt, der hatte doch gesagt, nachdem ich jetzt gesagt habe, ich möchte dieses Semester ein Urlaubssemester dann machen, ja. hat er gesagt, ja super, dann könnte man ja vielleicht mal ein Praktikum in einem Betrieb einstreuen. So, nein. Weißt du, was ich hauptberuflich mache? Ich brauche meinen Körper für diesen Beruf und damit ich gute Leistung bringe, muss ich mich sicher fühlen in meinem Körper. Das geht vielleicht anderen mehr oder weniger so. Für mich ist das ein großer Punkt. Ich muss wirklich Vertrauen in meinen Körper spüren und dann bin ich auch gut. Auf diese Sache hatte ich gar keinen Zugriff und das war ein sehr doofes Gefühl. Und hat aber dafür auch, hat auch dafür gesorgt, dass ich sofort gesagt habe, ich will das kontrollieren, ich will hier keine Zeit verlieren. Und da waren wir uns dann auch alle einig. Bis es dann dazu kam, dass wir vor dem Krankenhaus standen und Mama gesagt hat, weil irgendwie vorher ist nie das Wort so Krebs benutzt worden, bis Mama dann gesagt hat, Marla hat Krebs. Da musste ich dann mal einmal, da habe ich richtig gemerkt, okay, warte mal, jetzt erwischt es mich auch. So das Gefühl, dass das jetzt wichtiger ist, als wie ich immer gerne dann abgetan habe, ja, ach Marla, das schafft das schon. Und wenn es doch eine schafft, dann eine Leistungssportlerin wie Marla, total fit, keine Vorbelastung. Und dann Mama ist halt diejenige, die sowas auf den Punkt bringt und sagt, wir haben jetzt hier ein Problem. Ja. Und dann hat sie gesagt, Marla hat Krebs. Und da habe ich auch realisiert, das ist jetzt ernster, als ich gedacht hätte. Ja. Also das haben wir schon gut hinbekommen, dass wir uns insgesamt nicht so von diesem großen Wort Krebs und von der Angst so haben übermannen lassen. Ich finde das jetzt im Nachhinein dann auch wieder völlig absurd eigentlich, weil jetzt ist dann in dem Moment, wo man das ja dann rausschneidet, dann wo Krebs? Krebs weg. Also ja, aber ja. Bei Marla merkt man auch sowas nicht. Sie ist jetzt eh nicht so eine Person, die sich dann so in den Vordergrund stellt und dann sagt, boah, so und so was und bla bla bla. Ja, manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Zucker. Und ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, sie hat sich mehr um uns gekümmert als um sich selber. Ja, ich wollte das einfach genauso weitergeben, weil es mir sehr gut getan hat. Und ja, ich freue mich, das ist schön zu hören, dass das auch geklappt hat und dass die Mädels sich da gut abgeholt gefühlt haben. Ja, weil wir auch in einer wichtigen Phase irgendwie waren und ich hatte das Gefühl, mir hilft hier Hysterie und Emotionalität, also so große Gefühle, die man nicht kontrollieren kann, die einfach mit diesem Wort schon auftauchen, dass wir das halt gemeinsam und irgendwie mit der nötigen Ruhe auch besprechen. Wenn ich sie so beschreibe, das ist einfach der pure Optimismus, den sie hat, egal bei was, also sei es beim Lernen von neuen Dingen im sportlichen Bereich, im nicht sportlichen Bereich, wenn sie studiert. Diese Neugier, was Neues zu lernen
Und vor allem, ja, wie gesagt, dieser Optimismus, sie ist schon ein kleiner Sonnenschein, wenn es darum geht, weil sie einfach Spaß hat an allem. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Und dann mit so einer positiven Energie übersteht man so eine schwierige Situation, glaube ich, auf jeden Fall leichter. Jetzt gerade fühle ich mich ziemlich normal. Alles, was sie jetzt in den vergangenen Wochen gemacht hat, war einfach genial. Mala ist so eine Person, ich glaube, das wünsche ich jedem, dass jede Mannschaft so eine Person im Mannschaft hat oder so eine Freundin einfach im Leben hat. Das war irgendwann immer schon mein Traum, eigenes Café zu haben. Jetzt schauen wir mal. It's open. Ich meine, Leben schreibt verschiedene Geschichten und man kann einfach nicht wissen, was in 5 Jahren passiert. Hey, meine Liebe, wie schön ist es hier. Sehr cool. Und ich habe mir immer gedacht, das ist irgendwo anders, aber die Lage ist hier so. Nein, es ist hier direkt. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja, selber? Auch gut. Ja. Das freut mich extrem. Vor allem, man muss auch sagen, die Leute, oder voll viele, waren nicht in München. Das war ein Tag, bevor unsere Vorbereitung gestartet hat. Ja, ich hoffe. Ich probiere es. Wenn nicht, dann halt, ich spiele mir noch Fußball. Aber so ist unsere Mannschaft. Weißt du, ich glaube, für manche Leute kommt das so überraschend, aber irgendwie für mich ist das normal, weil die Mädels, meine Mannschaft, die geben mir dieses Gefühl jeden Tag. Die geben mir dieses Gefühl, dass ich wichtig bin, dass ich akzeptiert bin, dass ich machen kann, was ich will, dass ich so sein kann, wie ich will. Ich bin gerade vom Training gekommen. Leben hat andere Pläne für mich. Die Arbeit hört nie auf. Nee, schon. Aber ist doch schön. Auf jeden Fall. Ich bin wie so Motorwerk, 24 Stunden 7. Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, war alles okay, oder? Okay, das freut mich. Sie sind zum ersten Mal da. Ja. Ich war ja mit Maja letzten Samstag da. Ah, okay, da war ich nicht da. Ich bin doch die Oma. Ich weiß. Dann wünsche ich euch einen guten Tag. Wir sehen uns. Ciao. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wäre, wenn ich diese Kreuzband nicht gehabt hätte. Aber ja, Gott sei Dank war es so. Ich sage es nur. Hey, danke Kreuzband. Aber muss nicht nochmal passieren. Viermal Classic Sandwich.